Was ist Liebe für dich? Diese Frage habe ich mir gestellt, weil dieser Begriff auch überall vorkommt, in jedem Lied, in jeder Beziehung, in der Literatur, überall. Und irgendwie es auch so viele Missverständnisse über die Liebe gibt. Ich habe gestern bei einem Familienzusammenkommen, waren viele Menschen da. Ich habe einfach diese Frage gestellt, überrascht. Keiner wusste vorher, was ich frage. Was ist Liebe für dich? Und die Antworten, die gibt es jetzt hier gleich ungekürzt. Danach werde ich dann meinen Senf dazu beigeben, was Liebe für mich ist, wo ich die Missverständnisse sehe, wo ich aber auch die Chancen sehe und was ich glaube, was es braucht, wenn wir wirklich etwas nachhaltig verändern wollen. Nicht nur in unserem Leben, in unseren Beziehungen, sondern auch in all den Herausforderungen, die wir als Gesellschaft haben, sei das der Umweltschutz, sei das Kriege, Auseinandersetzungen, Konflikte auf dieser Welt. Ja, was Liebe damit zu tun hat, was Liebe auch nicht ist, das wirst du in diesem Video erfahren. Es ist meine eigene Meinung aus meiner eigenen Erfahrung heraus und natürlich auch durch Lesen, durch Literatur und Reflexion. Ich habe keinen Anspruch auf die absolute Wahrheit, deswegen kommentiert das gerne. Ich bin Kai, freue mich, dass du hier bist auf diesem Kanal, zum ersten Mal vielleicht oder schon mehrere Videos gesehen. Abonniere gerne den Kanal und ich würde sagen, los geht's. Hören wir mal, was andere Menschen über die Liebe sagen. Was ist Liebe für dich? Das Video sollte nicht länger als 20 Minuten gehen. Ja, irgendwie eine Art Selbstverständlichkeit. Etwas, was nicht erzwungen sein muss. Etwas Natürliches, was so einfach aus dem nichts Verpflichtendes. Ja. Okay, Dankeschön. Was ist Liebe für dich? Das ist eine Frage. Das ist ein bisschen höher, das Mikro, ja, passt da rein. Lieben werde, hast du mir gesagt? Ja, ich habe dir gesagt, das ist eine Frage, die du lieben wirst. Das ist kann ich nicht auf die Stelle beantworten. Das ist ein ganz vielfältiges, breites Gefühl, wenn ich überhaupt nicht Was denn mit ein paar Worten erklären könnte. Noch ein paar Stichworte, wenn du magst. Okay, Stichworte. Vertrauen, Geborgenheit, Sicherheit. Das sind eigentlich so die wichtigsten. Ja. Verbundenheit. Also lieben kann man ja so wahnsinnig viel. Also das bezieht sich ja nicht nur auf Menschen. Nee, genau. Ja. Also ich kann mich in eine Blume verlieben, ich kann mich in ein Haus verlieben. Ja, habt ihr ja, ne? Ja. Mo, was ist für dich Liebe? Liebe ist für mich, dass man sich ohne gewissen Voraussetzungen, sag ich mal, sich liebt, bedingungslos, ohne mit ganz Vorstellungen, irgendwie, ich hätte gerne das und das ist bedingungslose Liebe. Man liebt den Menschen so, wie man ist, Ja. ob es Aussehen oder woher oder Ja. wie auch immer, Religion, Hautfarbe. Ja. Liebe ist Liebe. Es hat so keine Bedeutung, die es verkörperlicht, sag ich mal. Ja, du hast gesagt, keine Bedingungen haben, ne? Sondern Genau. einfach so wahrnehmen. Ja, super. Das Danke, ist Mo. Liebe. Das war's schon. Gerne. Tina, was ist Liebe für dich? Liebe, sehr breit gefächerter Begriff. Viel Zuneigung, Empathie für den anderen haben. Ja, gemeinsam viel erleben. Wie fühlt sich Liebe für dich an?
Im Gegensatz zum Beispiel zur Sympathie? Ja, sehr schön einfach. Also sehr tief, sehr innig. Ja. 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 Super. Danke dir. Gerne. Simon, was ist Liebe für dich? Liebe. Dass man einander braucht, dass man einander gern hat, dass man gerne Zeit miteinander verbringt und einfach eine tiefe Ebene der Freundschaft bzw. der Beziehung generell. Ja. Eine ehrliche Ja. Ebene der Beziehung. Ja. Hast du eine Idee, wie sich Liebe anfühlt für dich? Liebe fühlt sich so ein bisschen an, es kommt auch auf die Situation an. Mhm. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie frisch verliebt ist und dann sich trifft, diese Aufregung davon. Ja, Liebe ja. ist für mich das gleiche wie Nervosität. Ja. Also Liebe verursacht Ah. Nervosität. Okay, ja, stimmt. Ja, Ja. super. Danke, Simon. Kein Problem. Alpha, eine Frage Ja. an dich. Was ist Liebe für dich? Na, Liebe, weiß ich nicht. Weißt du nicht? Weiß ich nicht. Was ist Liebe für dich? Liebe. Liebe ist Geborgenheit, Liebe ist Zuhause sein, also dieses Gefühl von Zuhause und sich auch ein bisschen blind verstehen. Blind verstehen und auch verstehen. Ja. Wie fühlt sich das an für dich? Zum Beispiel im Gegensatz zu vielleicht Sympathie oder sowas. Gibt es da einen Unterschied? Ja, es ist noch ein bisschen mehr Wärme. Sympathie ist ja auch Ja. Wärme, man fühlt sich mit jemandem wohl, aber Liebe ist Wärme, Wärme. so Familie. Ja. Also selbst wenn es nicht Familie ist. Ja. Klasse. Ja. Danke, Anna. Sehr gerne. Was ist für dich Liebe? Liebe. Liebe ist verständlich sein, keine Spielchen spielen, offene Karten. Es sind immer zwei verschiedene Personen, die da sind. Ja. Zwei verschiedene Charaktere. Ja. Der eine kann schnell ausrasten, der eine kann gut mit Harmonie. Das ist so ein Zwischending. Man muss sich gegenseitig ergänzen. Ja. Das finde ich wichtig. Das ist für mich Liebe. Mhm. Und wenn der eine mal einen schlechten Tag hat, einfach mal aussprechen lassen Mhm. und sagen, okay, du hast einen schlimmen Tag gehabt heute und Ja. du musst jetzt einfach mal runterkommen. Ja. Einen lecker Kaffee kochen zum Beispiel. Oh, das ist auch Liebe, ja. Oder? Also das wird bei mir total resonieren Ja, mit Liebe. ja. Ja. Und einfach mal laufen lassen, ohne irgendwelche Vorwürfe zu machen. Ja. Oder versuchen, mit Fragen rauszufinden, was passiert ist. Mhm. Wenn die Person nicht spricht, einfach mal lassen. Ja. Einfach mal laufen lassen und irgendwann spricht man darüber und sagt, ach, das war ja gar nicht so schlimm. Ja. Das ist Liebe. Cool. Danke dir, Özlem. Gerne. Dirk, was ist Liebe für dich? Liebe ist Vertrauen. Mhm. Vertrauen, Respekt, Kraft. Kraft. Das finde ich Liebe. Dass man von seinem Partner respektiert wird, Kraft an den Partner gibt, von ihm trägt, Ja. stützt, unterhalten wird. Ja. Danke, mein Lieber. Bitte schön, gerne. Was ist Liebe für dich? Oh, was eine Frage. Ja, was eine Frage. Oh. Hm. Da muss man echt schon überlegen, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall Person, die ich vertraue. Mhm. Wo man sich auf jeden Fall nicht verstellen muss, Mhm. sondern so sein kann, wie man ist. Mhm. Sowas. Sowas halt. Ich kann sowas nicht so gut. Super, danke dir so. Ja, danke. Ich war auch überrascht, wie schwer es doch gefallen ist, Antworten zu finden oder so ad hoc auf diese Frage zu antworten. Wir haben ganz unterschiedliche Begriffe gehört, Vorstellungen, Sprachlosigkeit durchaus auch. Es ist wirklich schwer zu sagen, was Liebe ist, wenn man sich nie so richtig damit beschäftigt. Es gibt die romantische Liebe aus Filmen, das ist, glaube ich, so das Bekannteste. Und ich habe so die Vermutung, dass auch die meisten, die auf die Frage geantwortet haben, das im Kopf gehabt haben. Es zeigt auch, dass Liebe ganz häufig oder fast ausschließlich damit verbunden wird. Mit einer Beziehung, Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, wie auch immer.
Aber die Liebe als etwas, was schon von Menschenbeginn an da war und was auch in religiösen, spirituellen Schriften, in der Literatur auch verwendet wird, nicht nur für Beziehungen, das ist es eigentlich für mich, worum es geht. Und ich hatte gestern oder vorgestern ein Video gesehen von James Hillman, dem Archetypenpsychologen, der nicht über die Liebe sprach, aber darüber auf die Frage antwortete, was braucht es denn, damit wirklich Veränderung stattfinden kann? Das war jetzt in Bezug beispielsweise auf den Klimawandel, auf das Klima zu retten. Und er sagte, dass alles, was wir tun, alle Maßnahmen in Bezug auf Nachhaltigkeit letztendlich immer aus der Perspektive heraus oder aus der Motivation heraus entstehen, dass entweder ein großer Druck da ist, etwas tun zu müssen, ergo den Imageverlust zu vermeiden, oder weil ich eine Opportunität drin erkenne und beispielsweise ein Geschäftsfeld eröffnen kann. Sei es Imagegewinn oder sogar auch, nehmen wir Windräder, Solaranlagen und so weiter, ich damit ein Geschäft machen kann. So, der Hintergrund ist ganz einfach, dass immer ein Nutzen für den Menschen da sein muss, damit er in Anführungszeichen etwas ethisch Wertvolles tut, was vielleicht auch gerade in der Gesellschaft gefragt ist oder gewünscht ist, womit man sich einen guten Namen machen kann, letztendlich ein gutes Image. Und er sagte, solange das die Motivationstreiber sind für, nochmals, wichtige, gute Sachen, ist es nicht nachhaltig. Das wird sich ändern, sobald sich die Opportunität ändert. Und er meinte, wenn sich wirklich was ändern soll und muss, braucht es Liebe. Und er hat das ganz einfach erklärt, was Liebe ist. Und ich habe sehr stark damit resoniert. Das ist es einfach. Er sagte, wenn ich etwas liebe, dann zerstöre ich es nicht. Ich füge dieser Sache keinen Schaden zu. Und mir ist das so bewusst geworden, ich sitze hier in den Wäldern, ich liebe die Wälder. Das sage ich so einfach. Ich würde nicht auf den Gedanken kommen, hier meinen Müll liegen zu lassen, hier irgendetwas hinzuschmeißen, eine Substanz in den Bach hier zu schmeißen, die so unüberlegt. Ich würde mir Gedanken machen, was braucht dieser Wald? Was braucht er nicht von mir? Und das ist interessant, weil ich erwarte nichts von dem Wald zurück. Und das ist Liebe. Das ist Liebe, ich füge keinen Schaden zu, ich bin gerne hier, aber ich erwarte auch nichts vom Wald. Jetzt ist das ein bisschen einfacher, sowas in Bezug auf den Wald, weil der Wald kann, in Anführungszeichen, kann ja nichts für mich tun. Schwieriger wird es bei Menschen. Aber auch hier sage ich, Liebe, echte Liebe, wirkliche Liebe, ist etwas, was nichts fordert. Ich fordere nicht ein, du musst bitte so und so sein, dann liebe ich dich. Oder dann liebe ich dich mehr. Oder dann liebe ich dich weniger. Ich glaube, dass ganz, ganz häufig das mit, ich sag mal, es ist ein Geschäft, was wir dort machen. Ich sage das gerne, bin auch davon überzeugt, dass Menschen, viele Menschen, die zusammenkommen, oftmals aus einer Bedürftigkeit herauskommen und zusammenkommen. Ich brauche einen anderen Menschen, um mich ganz zu fühlen, um mich zu vervollständigen. Ich fühle mich noch nicht vollständig genug. Aber wenn ich mit der Person zusammen bin, dann bin ich endlich angekommen. Dann lebe ich in meiner Fülle. Ganz, ganz früher, ich habe es irgendwo mal gehört, es ist nicht von mir jetzt dieser Spruch, aber ich finde ihn gut. Das ist so, als würden sich zwei Bettler begegnen und sich gegenseitig in die Tasche greifen und nach einer Zeit ganz enttäuscht feststellen, ach ja, da ist ja auch nichts drin, du hast ja auch nichts. Deswegen glaube ich einfach, dass wir erst einmal bei uns anfangen müssen, uns zu lieben. Und was bedeutet das? Uns so anzunehmen, wie wir sind. Eckhart Tolle hat vor vielen, vielen Jahren mal ein schönes Beispiel gebracht. Menschen identifizieren sich zum Beispiel über ihren Körper. Ja, ich bin kräftig, bin vielleicht
schöner, im kollektiven oder im gesellschaftlichen Ideal bin ich schöner als eine andere Person oder reicher oder mächtiger oder in der Position. Position ist dann schon wieder von den Gedanken her, aber von meinem Körper her. Ich halte was auf mich. Oder Frauen, genau das Gleiche. Und gucken sich dann in den Spiegel an. Identifikation darüber. Naja, und dann vergehen die Jahre, es geht eine Zeit lang gut und dann guckst du wieder in den Spiegel und denkst dir so, der Spiegel hat an Qualität nachgelassen. Der bildet mich nicht mehr so ab, wie ich bin. Also das sind alles die Dinge, es hat nichts mit Selbstliebe zu tun, sondern sich so anzunehmen, wie man ist. Nicht an sich anfangen herumzudoktern und so weiter, sondern ich bin so, wie ich bin. Ich liebe mich so, wie ich bin, mit all meinen Schwächen, mit all meinen Zweifeln, die ich vielleicht auch habe und all diesen Dingen. Und daraus dann auch sich zu entwickeln und festzustellen, ich bin schon vollständig. Ich bin schon vollständig. Es gibt dem nichts hinzuzufügen. Es gibt nur abzulegen, nach und nach Schichten abzulegen. Ich bin schon vollständig. Und nicht nur ich, jeder Mensch. Ich denke, das ist die beste Voraussetzung, wenn zwei Menschen sich begegnen, um dann auch eine romantische Liebesbeziehung einzugehen, die dann wahrscheinlich auch weit über das, ich sag mal, organisatorische, den Alltag zu organisieren und so weiter, hinausgeht. Dort sind viele Sachen möglich. Beide Menschen kommen aus der Fülle heraus. Und einen Test könnte man auch machen, so wie ich jetzt hier sitze oder jeder Einzelne. Wenn ich das Gefühl habe, mein Leben ist gut, so wie es ist, ich bin gut, so wie es ist, es braucht nichts und niemanden, um etwas aufzufüllen, um es vollständig zu machen. Es ist schon vollständig. Und aus dieser Voraussetzung heraus zusammenzukommen, dann greift man sich nicht in die Tasche. Schon gar nicht, weil ich beim anderen etwas suche, weil ich was finden möchte, was mir fehlt, sondern wir begegnen uns in der Fülle. Und aus dieser Fülle, die potenziert sich und es steht was Großes, was auch über das eigene Ego steht. Und der Wunsch entsteht, etwas für die Gemeinschaft zu tun, für die Gesamtheit. Das mag jetzt ein bisschen hoch aufgehangen sein. Und man könnte jetzt sagen, naja Kai, das entspricht ja nicht der Realität. Guck doch mal hier rum, wie das so aussieht. Ja, aber das bedeutet ja nicht, dass wir das als gegeben hinnehmen müssen und sollten. Für mich bedeutet das einfach, auch wenn wir in Beziehungen sind, die vielleicht jetzt, wo es eben nicht so idealtypisch läuft, heißt das ja nicht, das muss ich jetzt so hinnehmen. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Ich kann versuchen, in diese Richtung zu kommen, mit meiner Partnerin zu sprechen, zu schauen, was ist denn da, ja, was bewegt uns. Und es gibt auch die Möglichkeit, sich zu trennen, wenn es in grundsätzlichen Dingen einfach gar nicht mehr zusammengeht. Und es ist nicht, dass die eine Person nicht mehr gut ist, sondern dass es einfach, dass wir aus unserer Fülle herauskommen und wir jetzt von den anderen erwarten, ich brauche das von dir und wenn du mir das nicht gibst, dann liebe ich dich nicht mehr so wie vorher. Ja? Oder wenn du mir das gibst, dann liebe ich dich mehr als vorher. Dieses Belohnungssystem oder Bestrafungssystem, das hat nichts mit Liebe zu tun, nichts, gar nichts. Das ist ein Business, das ist ein Geschäft, ein Austausch. Ja. Ich gebe dir was und du gibst mir was zurück. Ich denke, es ist wichtig, darüber sich Gedanken zu machen, was Liebe wirklich ist, nicht nur in Bezug zwischen den Menschen, sondern in Bezug zu der Natur hier, in Bezug auf Mitmenschlichkeit überhaupt. Ich muss aus mir heraus lieben, damit ich nichts zerstöre. Was ich liebe, zerstöre ich nicht. Was ich liebe, dem füge ich keinen Schaden zu. Von dem fordere ich auch nichts und ich mache kein Geschäft. Ja. Das ist meine Botschaft für heute. Auch wieder mal spontan eingefallen, nachdem mir der Gedanke gekommen ist, die jungen Menschen dort einmal zu befragen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf das nächste Thema. Und wenn ihr Ideen habt, kontroverse Themen auch, in die Kommentare rein oder mich direkt anschreiben. Häufig schreiben mich Menschen direkt an, vielleicht ein bisschen anonymer, beziehungsweise nicht in der Öffentlichkeit. Macht es gerne. Ich mache mir über vieles Gedanken und werde es hier hochladen. Macht's gut, wir sehen uns. Alles Gute, ciao.